Hallo zusammen. Da denkt man, das Jahr ist zu Ende, es gibt keine neuen Uhren-Releases mehr. Da hat Amazfit aber gesagt, nein, ich bringe noch eine neue Uhr raus im Jahr 2025. Und so haben wir den neue Amazfit Active Max noch in diesem Jahr erhalten. Ich konnte die Uhr schon vorab testen und möchte hier meine Erfahrungen wiedergeben bzw. zeigen, was die Uhr alles zu bieten hat. Die Amazfit Active Max, die Uhr jetzt hier in der Mitte, reiht sich natürlich hier in die Active-Reihe ein. Wir sehen hier auf der linken Seite die Active 2, die auch wirklich schon sehr gut abgeschnitten hat bei meinem Test. Und zum Vergleich auf der rechten Seite die Balance 2. Man kann ganz gut erkennen, dass die Uhren hier eine nahezu identische Größe haben. Stichwort Größe. Die Amazfit Active Max hat eine Größe von 48,45 mm und ist hier 12,2 mm dick, also hier nochmal deutlich dicker als die Active 2. Das Gehäuse selbst besteht hinten aus faserverstärktem Polymer und vorne aus Aluminium. Das heißt also, du hast hier auch keine Metalloberfläche, falls du allergisch gegen Metalle sein sollst. Und das Gewicht der Uhr beträgt 56 Gramm mit Armband. Darüber hinaus bekommst du einen internen Speicher von 4 GB und die Uhr selbst ist bis 5 ATM wasserdicht. Gedacht ist die Amazfit Active Max hier für Sporteinsteiger bzw. ambitionierte Anfänger. Preislich liegen wir bei der Uhr bei 169 €, was für den Funktionsumfang wirklich ein sehr guter Preis ist. Was die Sensoren und Konnektivität angeht, so bekommt ihr mit der Amazfit Active Max einmal hier einen Temperatursensor am Handgelenk, aber auch ein Lichtsensor ist mit verbaut, der dann die Helligkeit des Displays einstellt, und ein barometrischer Höhenmesser mit Unwetterwarnung ist ebenfalls mit an Bord. Darüber hinaus gibt es dann noch einen Kompass. Ihr könnt dann auch mit dem verbauten Bluetooth-Chip hier zum Beispiel ein Stride Footpod verbinden, ein Leistungsmesser beim Radfahren. Was leider bei der Uhr nicht gibt, ist dann hier eine WLAN-Verbindung. Das heißt also, alle Updates und Kartenupdates müsst ihr dann über das Handy via Bluetooth machen. Mein persönliches Highlight ist aber das Display. Anders als bei der Active 2 bekommt ihr hier nämlich ein 1,5 Zoll großes AMOLED Touch Display, das auch wirklich sehr gut zum Ablesen ist, wirklich sehr kontrastreich, sehr scharf. Und ihr habt eine Auflösung von 84 x 84 Pixel und die maximale Helligkeit liegt bei 3000 Nits. Das heißt also, wenn du draußen im Outdoor-Bereich unterwegs bist, kannst du die Uhr dann auch wirklich sehr gut ablesen. Mit dem neuen Amazfit Zepp OS 5.0, was auch hier auf der neuen Amazfit Active Max ist, habt ihr dann auch die Möglichkeiten, die Schriftgrößen zu ändern. Besser gesagt, es gibt dann 6 verschiedene Stufen, um die Größe einzustellen. Trotz des günstigen Preises der Uhr müsst ihr aber bei den smarten Funktionen kaum Abstriche machen. Ihr bekommt zum Beispiel auch hier ein Mikrofon-Lautsprecher verbaut. Das heißt also, wenn die Uhr mit dem Handy verbunden ist, kannst du auch darüber telefonieren. Hallo. Hallo, Und wie gut kannst du mich verstehen? Ist soweit so gut? ich kann dich verstehen, aber es ist so ein bisschen wie durch ein Walkie-Talkie, sag ich mal. Also jetzt nicht die beste Soundqualität. Okay. Ja, aber Also es ist so auch leise einfach. Okay, interessant. Ja, du bist sehr gut verständlich. Ich habe dich hier sehr laut gestellt. Ja, aber du kannst aber zum normal telefonieren gut verständlich trotzdem, oder? Ja, ich verstehe, was du sagst. Auf jeden Fall, die Sprachqualität war mal schon besser. Alles klar. Dann vielen lieben Dank. Danke auch, ciao. Ciao. Du hast aber auch die Möglichkeiten, hier Sprachmemos aufzunehmen. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Abo da, das freut mich und den Algorithmus. Und du kannst diese natürlich dann auch hier wiedergeben. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Abo da, das freut mich und den Algorithmus. Das ist aber noch nicht alles, was du machen kannst. Du bekommst natürlich auch hier Zepp Flow angeboten. Wie wird das Wetter? Heute ist es sonnig. 0 Grad. Höchsttemperatur 4 Grad. Und möchtest du mit der Uhr bargeldlos bezahlen, dann ist auch ein NFC-Chip verbaut. Das Ganze funktioniert dann hier an dieser Stelle mit Zepp Pay. Was es leider vorab noch nicht gegeben hat, ist die neue Podcast-Integration. Auch diese soll die Active Max erhalten. Das heißt also, du kannst dann auch hier Podcasts speichern. Und du hast natürlich auch die Möglichkeiten, klassisch hier Timer zu stellen oder natürlich dann auch einen Wecker bzw. auch eine Aufgabenliste kann geführt werden. Wie ihr es von Amazfit gewohnt seid, bekommt ihr natürlich auch hier wieder die klassische Übersicht über den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, als natürlich auch den Mondaufgang, Untergang. Das wird unterstützt, beziehungsweise die Gezeiten, falls du dann irgendwo in der Nähe bist, wo es dann auch hier Gezeiten gibt. Was dann auch nicht fehlen darf, ist natürlich dann das Wetter. So bekommen wir natürlich dann auch hier eine schöne Wetterprognose angezeigt mit dem Temperaturverlauf, aber natürlich dann auch hier, ob du zum Beispiel jetzt hier angeln gehen solltest, Auto waschen oder zum Beispiel ein Außentraining machen solltest. Oder natürlich auch eine Wetterprognose für die nächsten Tage ist hier mit dabei von einem aktuellen Standort.
Oder es gibt dann auch jetzt mittlerweile eine direkte Integration eines Jetlag-Widget, das sehen wir jetzt hier. Oder auch die Weltzeituhr wird hier unterstützt. Das heißt also, hier kannst du dann die Ortschaften hinterlegen, bei denen du jetzt gerade unterwegs bist und bekommst dann hier auch die aktuellen Zeiten angezeigt. Und wie ihr es natürlich von Amazfit gewohnt seid, hat auch die Amazfit Active Max eine Anbindung an den App Store von Amazfit. Das heißt also, du kannst die Uhr dann um viele weitere Funktionen erweitern. Die meisten Apps sind noch kostenlos, es gibt ein paar kostenpflichtige, aber da kannst du auf jeden Fall hier einige Funktionen neu hinzufügen. Im Bereich der Fitnessdaten bekommst du mit der Amazfit Active Max dann auch hier alles angezeigt, wie ihr es gewohnt seid. Zu einem natürlich einmal die Schritte, die Aktivitätszeit als auch die Stehzeit. Und wenn ihr jetzt dann ins Widget hineingeht, bekommt ihr auch nochmal alles schön grafisch aufgezeigt, wann ihr dann eure Zeiten gesammelt habt, beziehungsweise Stehzeiten. Und so habt ihr es dann auch nochmal mit im Überblick. Darüber hinaus gibt es dann ein Tracking der Aktiv- und Passivkalorien, als natürlich auch die Sitzzeiten und die Stockwerke, die ihr absolviert habt, beziehungsweise auch die Schritte, die ihr gelaufen seid. Bei den Kalorien selbst konnte ich jetzt hier keine großen Abweichungen feststellen. Lediglich bei den Aktivkalorien fallen sie ein kleines bisschen höher aus als bei meinen anderen Uhren, aber insgesamt hat das jetzt hier gepasst. Neben den klassischen Fitnesswerten gibt es dann auch noch den sogenannten PAI-Index bei Amazfit. Der sollte immer über 100 liegen, um hier gesund zu leben. Wir sehen hier auch den Verlauf der letzten 7 Tage und wie dieser sich hier dann über den Tag zusammengesetzt hat mit dem Pulsverlauf. Da liegt es dann daran, wie anstrengend das für euch war. Und da bekommst du natürlich die meisten Werte, wenn du jetzt hier ein Workout durchführst. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Erholung ist natürlich dann auch der Schlaf. So bekommen wir einmal einen Schlafscore ausgewertet, aber auch die Schlafzeit. Generell muss ich sagen, die Einschlafzeiten, Aufwachzeiten sind hier sehr gut oder werden sehr gut ermittelt. Über die Schlafphasen selbst kann ich leider nichts sagen, da ich jetzt hier kein Schlaflabor habe. Was dann auch noch sehr gut funktioniert, ist dann die Nickerchenerkennung. Das heißt also, das wird dann auch ebenfalls mit aufgezeichnet. Neben dem generellen Schlaf gibt es auch eine Ermittlung der Herzfrequenzvariabilität. Und hier bekommst du auch mal sehr gut angezeigt, ob das für dich im optimalen Bereich liegt. Soll es darüber oder darunter liegen, bedeutet es meistens, dass du dann zu viel trainiert hast und es nicht optimal ist. Auch hier bekommst du dann weitere Daten angezeigt. Das sind hier einmal den Verlauf der Nacht, als natürlich auch die historischen Werte. Und so kannst du es auch nochmal genauer für dich anschauen, wenn dich das hier interessiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Erholung, beziehungsweise ob du fit genug bist, ist dann auch die Stressmessung. So habt ihr dann auch eine Stressmessung mit der Uhr dabei. Wobei ich sagen muss, dass sie hier und wieder ein paar Aussätze hat, was die Messung angeht. Wir sehen auch hier ein paar Lücken, wobei ich um 12 Uhr kurz die Uhr aus hatte. Aber ja, zumindest für einen kleinen Überblick ist es auf jeden Fall hilfreich. Ganz spannend ist für viele wahrscheinlich dann auch die Biocharge-Funktion, die jetzt auch hier auf der Amazfit Active Max ausgerollt worden ist. Das heißt also, auch hier bekommst du einen schönen Überblick. Und dies soll dein menschlicher Akkuzustand sein. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Wert von 55. Das bedeutet, ich kann jetzt auch noch schön Workout durchführen. Bin noch nicht ganz entladen, wie man so schön sagt. Und auch hier bekommst du einmal einen Überblick, wie der Akkuzustand dann für dich war, als ich aufgewacht bin. Und es gibt dann auch noch einen Verlauf. Das siehst du dann ganz einfach, wie viel eine Trainingseinheit hier an, Akkuzustand verloren hat. Generell muss ich sagen, dass die Werte etwas niedriger ausfallen, wie zum Beispiel bei meiner Garmin Body Battery. Auch nach einer guten Nacht habe ich überhaupt keinen 100er Wert, obwohl ich sehr gut geschlafen habe und sehr erholt war. Da muss auf jeden Fall Amazfit noch mal ein bisschen nachbessern, dass die Werte hier etwas genauer werden. Aber sie sind hier auf dem richtigen Weg. Im Bereich der Sportfunktion bekommt ihr auch mit der Amazfit Active Max die neue Training Peaks Integration. Das heißt also, deine Daten werden auf Training Peaks hochgeladen und es wird jetzt auch Intervall.icu unterstützt, falls du das nutzt. Das kam jetzt hier mit dem neuen Update auf die Uhren. Obwohl sich die Active Max hier an Einsteiger wenden soll, habt ihr dennoch auch hier den Trainingsstatus bzw. Trainingsload. Zu einem seht ihr, ob ihr im optimalen Bereich trainiert. Das ist bei mir jetzt aktuell der Fall. Ich bin im grünen Bereich. Ihr bekommt auch eine Übersicht der VO2 Max und das passt auch ziemlich zu meinen aktuellen Sportuhren. Das sind ein bisschen 2 Punkte weniger, aber es sind im Bereich. Und ihr bekommt auch eine Übersicht der Gesamterholungszeit. Das heißt also, wann du wieder hier vollständig trainieren sollst. Darüber hinaus gibt es dann auch eine Anbindung an den ZEP Coach. Das heißt also, du kannst dann auch hier Trainingspläne benutzen. Und es gibt jetzt auch neu den KI-Trainingscoach. Der gibt euch einfach immer jeden Tag Tipps, wie ihr am besten trainieren sollt, um eure Fitness auszubauen. Du hast aber auch die Möglichkeit, direkt Intervalle auf deine Uhr durchzuführen. Die kannst du auswählen. Oder du kannst auch eigene Trainings erstellen, beziehungsweise es wird dann auch Hyrox unterstützt, wie bei allen anderen Amazfit-Uhren. Das heißt also, falls du hier ein Hyrox-Training machen, wird das auch mit der Amazfit Active Max unterstützt. Was das Aktivitätstracking selbst angeht, so gibt es hier 160 verschiedene Sportarten, die du auswählen kannst. Sowohl Laufen, Radfahren, Schwimmen, sowohl Indoor als Outdoor in allen 3 Bereichen, als natürlich auch Wandern ist mit dabei.
oder auch Wintersportarten wie Skilaufen oder Snowboarden, Hyrox verschiedene Trainingseinheiten, hatte ich ja schon erwähnt, oder auch Rudergeräte sind hier mit dabei. Darüber hinaus kannst du natürlich auch Yoga machen, Kraftsport oder auch diverse Tänze sind hier möglich, wie etwa Zumba oder einfach ganz klassischen Tanz. Und wenn du dann eine Aktivität durchführst, bekommst du natürlich bei allen Aktivitäten einmal die Herzfrequenzzone angezeigt, wo du gerade unterwegs bist. Solltest du laufen gehen, bekommst du auch Wattwerte am Handgelenk bzw. Laufeffizienzwerte werden ebenfalls mit unterstützt. Oder sollst du mit dem Rad unterwegs sein, hast einen Leistungsmesser und hast du mit der Uhr verbunden, bekommst du auch direkt die Leistungsdaten auf deine Uhr hier auf dem Display angezeigt. Du hast natürlich die Möglichkeit, auch die Datenfelder für dich individuell so zu gestalten, wie du es haben möchtest, bzw. die Daten auszuwählen, die du benötigst. Nach der Aktivität bekommst du dann auch eine schöne Auswertung direkt auf der Uhr. Das heißt also, hier bekommst du alle wichtigen Daten angezeigt. Es gibt natürlich dann auch eine Auswertung in der ZEP-App selbst. Da kannst du auch nochmal reinschauen und nochmal genau in die Analyse gehen für deine Leistung, die du gerade absolviert hast. Ganz spannend bei der Amazfit Active Max ist dann auch die Navigation, denn ihr bekommt nämlich auch hier eine Navigation mit Offline-Karten angeboten. Aber anders noch als bei der Active 2 bekommt ihr nicht nur einfache Karten, nein, es gibt dann auch hier topografische Karten und es gibt dann auch Skikarten. Das heißt also, wenn du Skifahren gehst, ist das auch eine sehr optimale Uhr für dich. Die Karten selbst verfügen dann auch über Straßennamen, Flussnamen. Es werden Points of Interest angezeigt, wie zum Beispiel Supermärkte, Parkplätze oder dann zum Beispiel auch Übernachtungsmöglichkeiten. Und ihr bekommt auch Grünflächen angezeigt oder Bahnlinien für eine bessere Orientierung. Beim Ablauf der Navigation selbst bekommst du etwa 70 Meter vorher dann eine Vibration aufs Handgelenk, wenn jetzt eine Abbiegung stattfindet. Du siehst auch dauerhaft unten auf der Karte immer, dass eine Abbiegung ist. Und solltest du auf einem Datenfeld sein, dann bekommst du ebenfalls auch den Hinweis mit angezeigt. Und solltest du dennoch mal von der Strecke abkommen, bekommst du auch direkt einen Hinweis, dass du diese hier verlassen hast. Ganz spannend bei den Outdoor-Aktivitäten sind natürlich dann auch immer die Akkulaufzeiten oder auch fürs tägliche Tragen. Die Amazfit Active Max hatte auch hier einen größeren Akku spendiert bekommen. Besser gesagt, sie verfügt jetzt über einen 658 mAh Akku im Vergleich zur Active 2. Da waren es nur 270 mAh. Besser gesagt, es ist jetzt die gleiche Akkukapazität wie bei der Balance 2. Amazfit selbst gibt hier eine typische Nutzung von 25 Tagen an. Dabei ist die Herzfrequenzmessung aber auf 5 Minuten eingestellt. Das Always-On-Display ist ausgeschaltet. Und solltest du die Uhr stark nutzen, dann sagt Amazfit hier bis zu 13 Tage Laufzeit. Im Vergleich mit der Active 2 waren es hier 10 Tage in normalem Betrieb bzw. in starker Nutzung 5 Tage. Und solltest du das Always-On-Display einschalten, so ergibt Amazfit hier eine Laufzeit von bis zu 10 Tagen an, auch hier mit einer Herzfrequenzmessung von einem Intervall von 5 Minuten. Ähnlich gute Werte gibt Amazfit dann hier beim GPS-Tracking aus. So sollen hier maximal bis zu 64 Stunden Laufzeit möglich sein und mit Musik sind es dann bis zu 22 Stunden. Und wie ihr es auf meinem Kanal gewohnt seid, habe ich natürlich die Daten auch selber nochmal getestet. Zu einem beim täglichen Tragen, da habe ich die Uhr im Always-On-Modus genutzt, Schlaftracking betrieben, 24/7 Herzfrequenzmessung und diese war bei mir auf 1 Minute eingestellt und nicht auf 5 Minuten. Und so kam ich auf einen Akkuverbrauch von 0,576% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit etwa 7,5 Tage, was ich mit der Uhr geschafft habe. Als nächstes habe ich dann auch ein Indoor-Training durchgeführt, besser gesagt ein Indoor-Radtraining. Hier war dann auch ein Leistungsmesser verbunden und da kam ich auf einen Akkuverbrauch von 2,85% pro Stunde im Always-On-Modus. Das entspricht zu einer Laufzeit von 35 Stunden. Hier ist aber natürlich auch kein GPS-Modul eingeschaltet. Dann habe ich einen Lauf draußen gemacht mit normalen GPS-Messungen, ohne Training, also generell nur einfach rausgehen und das Ganze aufzeichnen, auch im Always-On-Modus. Hier hatte ich dann einen Akkuverbrauch von 3,4% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von 28-29 Stunden. Wie gesagt, das Ganze war dann hier noch im Beta-Modus. Und zu guter Letzt habe ich dann noch einen Lauf mit Navigation gemacht. Das hat erfahrungsgemäß hier den meisten Akkuverbrauch. Und hier kam ich tatsächlich auf einen Akkuverbrauch von 6,12% pro Stunde. Hier war ich ja hauptsächlich auf der Karte. Die Amazfit-Uhren verbrauchen deutlich mehr Strom, wenn man auf der Karte ist. Und das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 16 Stunden, die ich hätte mit der Uhr hier aufzeichnen können. Insgesamt muss ich auf jeden Fall sagen, ich bin mit den Werten zufrieden, die die Uhr hier anbietet. Du kannst dir locker eine Tagestour machen. Es sind auch bis zu 2 Tagestouren möglich, je nachdem, wie du die Uhr nutzt. Solltest Always-On-Modus sogar ausstellen, sind dann noch längere Laufzeiten möglich. Einen weiteren interessanten Punkt haben wir dann auch bei der GPS-Messung. Und da gibt es auch so einen kleinen Unterschied zwischen der Balance 2. Während die Balance 2 noch mit L1 und L5-Bahn kommt, also mit multiplen GPS, so unterstützt die Amazfit Active Max nur das L1-Band, also auch schon mit die Active 2. Das heißt also etwas schnelleres GPS.
Das sieht man dann auch in den Daten im Vergleich zum Multiband-GPS. Wenn man gerade im Ort unterwegs ist und die Messung etwas schwieriger wird, kann man auf jeden Fall Abweichungen feststellen. Und solltest du auf schwierigem Gelände unterwegs sein, dann können auch die Distanzen hier mal etwas abweichen gegenüber einem Multiband-GPS. Bist du aber auf dem Freien draußen, bekommst du ja auf jeden Fall sehr gute Werte angezeigt. Insgesamt muss ich aber sagen, für die Uhr in dieser Preisklasse bin ich wirklich sehr zufrieden, was die GPS-Messung angeht. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zur Herzfrequenzmessung. Die Amazfit Active Max verfügt hier auch über den neuen BioTracker 6.0, also den neuesten Sensor von Amazfit. Dieser hat dann auch hier eine Blutsauerstoffmessung mit an Bord und du hast auch die Möglichkeit, über die Uhr deine Herzfrequenzdaten an Trittgeräte zu senden. Das ist vor allem interessant, wenn du zum Beispiel Swift nutzen solltest. Das wird dann auch hiermit unterstützt. Und wenn wir dann einen Blick auf die Herzfrequenzdaten werfen, können wir auch ganz gut sehen, dass die Verläufe hier sehr gut erkannt werden. Es gibt ein paar Ausreißer, Minute 10 als auch Minute 19. Das liegt vor allem daran, dass draußen zu dem Zeitpunkt 3 Grad waren und die optischen Herzfrequenzsensoren haben bei solchen Temperaturen dann hier so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Daher bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bei meinem zweiten Lauf sieht es dann ähnlich aus. Es wurde zwar am Anfang bei Minute 4 so ein paar Abweichungen festgestellt, aber insgesamt bekommen wir hier wirklich einen sehr guten Verlauf. Dann habe ich auch im Innenbereich hier ein Radtraining durchgeführt. Einmal ein ganz klassisches Radtraining ohne Intervalle. Es ging mal rauf und runter. Auch das wurde wirklich sehr gut vom Sensor erkannt. Einzig bei meinem Intervall, was ich gemacht habe, kann man ganz gut sehen, dass beim ersten Intervall, Minute 7, die Uhr etwas Schwierigkeiten hatten, das zu messen. Ich weiß nicht, an was es genau lag, ob die Uhr nicht richtig gesessen ist oder ob ich da irgendwie dran gekommen bin. Hier kann man auf jeden Fall ein paar Abweichungen feststellen. Aber der restliche Verlauf war dann hier sehr optimal. Das gleiche Phänomen hatte ich nochmal bei einer weiteren Radfahrt. Da waren es so die ersten 3 Minuten, wo der Sensor das noch nicht richtig erkannt hat. Aber im Nachgang hat die Messung dann sehr gut funktioniert. Es könnte aber auch daran liegen, dass es momentan noch ein Beta-Zustand gewesen ist. Dann habe ich natürlich auch ein Krafttraining durchgeführt, hauptsächlich hier mit dem Oberkörper, also mit Hanteln und auch Geräten. Kann ganz gut sehen, dass auch da der Verlauf sehr gut erkannt wird. Lediglich bei Minute 27 und 30 gab es ein paar Ausreißer, aber die Verläufe sind hier wirklich im sehr guten Rahmen. Und möchtest du es noch genauer haben, kannst du natürlich dann auch hier ein Herzfrequenzgurt verbinden, um die besseren Werte zu erhalten. Und zu guter Letzt habe ich dann auch den Einstieg ins Yoga gefunden und da habe ich jetzt einfach auch mal die Daten aufgezeichnet. Hier kann man sehen, dass es ein paar Abweichungen gibt bei Minute 7 oder auch bei Minute 15. Aber insgesamt auch da bin ich soweit zufrieden, was die Werte des Herzfrequenzsensors angeht. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Amazfit Active Max. Gerade mit dem günstigen Preis bekommt ihr wirklich ein großes Paket angeboten und die Uhr ist aus meiner Sicht einer der besten Uhren, die Amazfit hier in diesem Preissegment herausgebracht hat und löst für mich auch so ein bisschen die Active 2 ab, gerade im Hinblick auf die besseren Karten und natürlich das etwas größere Display, wobei man sagen muss, wenn du schmales Handgelenk hast, ist natürlich die Active 2 immer noch eine sehr gute Uhr, die du hier nutzen kannst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du von der Active Max hältst. Ist das für dich eine Uhr, die du kaufen würdest oder eher nicht? Oder würdest du eher zu einer Balance 2 greifen, die wirklich auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und dann auch noch Saphirglas, wo das Ganze etwas mehr geschützt ist als bei der Active Max? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Amazfit sehen möchtest, ich habe auch mal weitere Uhren getestet, verlinke ich dir unten mal die Playliste rund um Amazfit. Beziehungsweise, wenn du neu auf deinem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, kannst du mal reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich in den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.